morning from São Paulo. Guten Morgen aus São Paulo. Here it's very hot. Hier ist es sehr heiß. I don't know where you are. Ich weiß nicht, wo du bist. And I don't know if it's hot or cold. Und ich weiß nicht, ob es da heiß oder kalt ist. But here it's hot. Aber hier ist es heiß. Alright, let's go to verse 22 of 1 Corinthians 1 in the Passion. Okay, lass uns zu Vers 22 von 1. Korinther 1 in der Passion gehen. So look what he says. Schau, was er sagt. For the Jews constantly demand to see miraculous signs, Denn die Juden verlangen ständig nach Wunderzeichen, while those who are not Jews constantly cling to the world's wisdom. während die, die keine Juden sind, sich ständig an die Weisheit der Welt klammern. Do you know what is very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? Paul is saying that both things are wrong. Paulus sagt, dass beide Dinge falsch sind. And on the other hand, Paul is saying Andererseits sagt Paulus, that the gospel must be preached with miraculous signs. dass das Evangelium mit Zeichen und Wundern gepredigt werden muss. So why is Paul speaking against the Jews and against the Gentiles? Warum also richtet sich Paulus gegen die Juden und gegen die Heiden? Well, actually, he's not speaking against them, Eigentlich richtet er sich nicht gegen sie, but he's speaking what they want to find. aber er spricht das aus, wonach sie verlangen. Now, in order to find out why Paul is saying that, Um herauszufinden, warum Paulus das sagt, you have to actually continue into verse 23. musst du in Vers 23 weiterlesen. Because verse 22 and verse 23 are not even disconnected. Denn Vers 22 und Vers 23 sind keineswegs voneinander getrennt. It's a very, very bad division. Das ist eine sehr, sehr schlechte Aufteilung. It should be one sentence and one verse. Es sollte ein Satz und ein Vers sein. Because he uses the word but. Denn er benutzt das Wort aber. Look verse 23. Sieh Vers 23. But we preach the crucified Messiah. Wir aber predigen den gekreuzigten Messias. So Paul is by no means saying that we should not preach the gospel with miraculous signs. No, we should not preach the gospel with miraculous signs. He's not saying that. Paulus sagt also keineswegs, dass wir das Evangelium nicht mit Wunderzeichen verkünden sollen. No, then he would contradict himself. Nein, dann würde er sich selbst widersprechen. Because in 2 Corinthians he says, I came with you with the signs and miracles. Denn im 2. Korintherbrief sagt er, ich bin mit Zeichen und Wundern zu euch gekommen. And he even said it is very important. Und er sagt sogar, dass dies sehr wichtig ist. But you know, in everything in the Bible, there are two perspectives. Aber du weißt ja, in der Bibel gibt es immer zwei Perspektiven. There is God's perspective Es gibt Gottes Perspektive and there's man's perspective. und es gibt die Perspektive der Menschen. So from God's perspective, Aus Gottes Perspektive God will confirm his gospel and the message of the cross wird Gott sein Evangelium und die Botschaft vom Kreuz with signs and with miracles. mit Zeichen und Wundern bestätigen. That's God's perspective. Das ist die Perspektive Gottes. But here there was a different problem. Aber hier gab es ein anderes Problem. The Jews, they did not want the message of God. Die Juden wollten die Botschaft Gottes nicht hören. They just wanted something spectacular and miraculous. Sie wollten nur etwas Spektakuläres und Wundersames. You know, it's one thing if you really desire God and then there's a manifestation of the supernatural. Weißt du, es ist eine Sache, wenn du dich wirklich nach Gott sehnst und dann gibt es eine Manifestation des Übernatürlichen. And that will help you to truly trust in God. Das hilft dir, wirklich auf Gott zu vertrauen. But look what he says. Aber schau mal, was er sagt. He says, but we preach the crucified Messiah. Er sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Messias. You see, they did not want the crucified Messiah. They just wanted some miracles. Du siehst, sie wollten nicht den gekreuzigten Messias, sie wollten nur ein paar Wunder. And miracles does not bring salvation, only the Messiah brings salvation. Und Wunder bringen keine Rettung, nur der Messias bringt die Rettung. So Paul was saying, if you want miracles, then that's the wrong thing. You have to want Jesus. Paulus sagte also, wenn ihr Wunder wollt, dann ist das die falsche Sache. Ihr müsst Jesus wollen. And if you want Jesus, he will demonstrate himself through miracles. Und wenn ihr Jesus wollt, wird er sich durch Wunder zeigen. Look, and then he says to people who are not Jews, which of course are the Gentiles. Schau, dann sagt er zu den Menschen, die keine Juden sind, die natürlich die Heiden sind. That means that is me Austrian. Also ich, Österreicher, That is you Brazilian. du, Brasilianer, Maybe you European. vielleicht du, Europäer.
Everybody who's not a Jew is a Gentile. Jeder, der kein Jude ist, ist ein Heide. And look what he said. Schau, was er sagt. They constantly cling to the world's wisdom. Sie klammern sich ständig an die Weisheit der Welt. So what Paul is saying, we are not going to give these people what they want. We give them what God wants. Paulus sagt also, wir werden diesen Menschen nicht geben, was sie wollen, sondern was Gott will. God wants to give them the Messiah. Gott will ihnen den Messias geben. So that's the one we present to everybody, whether they want it or not. Das ist es also, was wir allen anbieten, ob sie es wollen oder nicht. Because if they want a miracle, that doesn't save them. So we're still going to preach the Messiah. Denn wenn sie ein Wunder wollen, rettet sie das nicht, also werden wir weiterhin den Messias predigen. If they want wisdom, that's not going to save them either. So we continue to preach the Messiah. Wenn sie Weisheit wollen, rettet sie das auch nicht, also predigen wir weiterhin den Messias. Paul was so focused on preaching Jesus and Jesus alone. Paulus hat sich so sehr darauf konzentriert, Jesus und nur Jesus zu predigen. Because he knew Jesus is the absolute only way to salvation. Weil er wusste, dass Jesus der absolut einzige Weg zur Erlösung ist. And look how he finishes. Und schau mal, wie er abschließt. And this is so beautiful. Das ist so schön. He says the Jews stumble over him and the rest of the world sees him as foolishness. Er sagt, die Juden stolpern über ihn und der Rest der Welt hält ihn für eine Torheit. Think about this. Denk mal darüber nach. Those who want miracles are stumbling over him. Diejenigen, die Wunder wollen, stolpern über ihn. 3.5 years. 3,5 Jahre lang. Jesus even raised the dead. Jesus hat sogar die Toten auferweckt. He multiplied bread. Er vermehrte Brot. He healed everybody who was sick. Er heilte jeden, der krank war. And he even turned water into wine. Und er hat sogar Wasser in Wein verwandelt. And what did he have in the end? Und was hatte er am Ende? 120 people. 120 Menschen. That is not considered successful. Das wird nicht als erfolgreich angesehen. Why did he only have 120 people when he had so many powerful miracles? Warum hatte er nur 120 Leute, wenn er so viele mächtige Wunder vollbrachte? Because they all stumbled. Weil sie alle gestolpert sind. They were looking for miracles instead of looking for him. Sie hielten nach Wundern Ausschau, anstatt nach ihm zu suchen. So those who are looking for wisdom and those who are looking for miracles, they will stumble over Jesus. Diejenigen, die nach Weisheit suchen und diejenigen, die nach Wundern Ausschau halten, werden also über Jesus stolpern. And they will see Jesus as foolishness, just like Paul says here. Und sie werden Jesus als Torheit ansehen, wie Paulus hier sagt. Now, that doesn't excuse us from preaching the gospel. Das entbindet uns nicht davon, das Evangelium zu predigen. Because we don't know what's going on in the hearts of people. Denn wir wissen nicht, was in den Herzen der Menschen vorgeht. We have to preach the simple gospel of the cross wherever we go. Wir müssen das einfache Evangelium vom Kreuz predigen, wo immer wir hingehen. And trust in the power of the gospel, not into the power of man. Und auf die Kraft des Evangeliums vertrauen, nicht auf die Kraft der Menschen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.